Wenn du planst, in die Schweiz auszuwandern, dann sind Immobilien natürlich ein Riesenthema. Die Immobilien, die du zu Hause hast, Immobilien, die du möglicherweise in der Schweiz erwerben möchtest und was hier genau die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz sind. Und genau mit diesem Thema wollen wir uns einmal in diesem Video intensiv auseinandersetzen. Ich nehme dieses Video übrigens gerade hier in Zürich auf. Wir hatten in den letzten Tagen unser Seminar Auswandern in die Schweiz. Es war ein sehr intensives Seminar, ein sehr produktives Seminar. Ich habe natürlich dort gesprochen und dann hier verschiedene Anwaltskolleginnen und Kollegen, zum Teil von führenden Kanzleien in der Schweiz, die uns hier zu bestimmten Themen, die für Auswanderer in die Schweiz relevant sind, informiert haben. Da war natürlich auch das Thema Immobilien sehr wichtig. Wir veranstalten dieses Seminar regelmäßig. Details auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Also wenn du dich für eine Auswanderung in die Schweiz interessierst und dich so Themen beschäftigen, wie zum Beispiel die Schweizer Staatsbürgerschaft, wie du dein Vermögen in der Schweiz sichern kannst, wie du die steuerlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz optimal nutzen kannst, Immobilien, Unternehmensgründung etc., dann bist du richtig. 2 Tage, ein intensives Seminar in Zürich. Danach würde ich sagen, werden alle oder fast alle deine Fragen beantwortet sein und du kannst deine Entscheidung treffen, ob die Schweiz für dich das richtige Auswanderungsland ist oder nicht. Also ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Details, Termine etc. hier auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Beginnen wir zunächst mal mit ausländischen Immobilien, denn sehr viele Deutsche, die in die Schweiz auswandern, haben ja Immobilien in Deutschland. Möglicherweise willst du diese verkaufen, aber wahrscheinlich wird es auch viele geben, die Immobilien in Deutschland weiter behalten werden oder in einem anderen Land. Jetzt auf dem Seminar zum Beispiel gab es etliche Teilnehmer, die Immobilien in Dubai hatten. Die Frage ist also, wie werden solche ausländischen Immobilien in der Schweiz steuerlich behandelt? Wir wissen ja, in der Schweiz gibt es eine Vermögenssteuer. Sie ist vielfach nicht sehr hoch, deutlich unter 1%, aber sie ist progressiv. Und es wäre nun natürlich hier ein echter steuerlicher Nachteil, wenn du jetzt ein großes Immobilienvermögen in Deutschland hast und du müsstest darauf in der Schweiz zum Beispiel Vermögensteuer bezahlen. Nun, hier kommt die gute Nachricht. Ausländische Immobilien werden in der Schweiz steuerlich praktisch nicht berücksichtigt unter Progressionsvorbehalt. Was das bedeutet, das werde ich dir gleich erklären. Also ausländisches Immobilienvermögen fällt nicht in die Schweizer Vermögensteuer hinein. Ausländische Mieteinnahmen sind nicht in der Schweiz zu versteuern und auch Veräußerungserlöse aus ausländischen Immobilien sind in der Schweiz nicht zu versteuern. Was heißt jetzt unter Progressionsvorbehalt? Nun, du musst das Vermögen an und das Einkommen aus den Immobilien in der Schweizer Steuererklärung erfassen. Du musst, wie gesagt, darauf keine Steuern bezahlen, aber sie wirken sich eben auf den Steuersatz aus, den du in der Schweiz dann auf dein restliches Vermögen bezahlst. Ich habe ja gesagt, der Vermögensteuersatz ist progressiv, das heißt, er ist bei einem Vermögen von 10 Millionen Franken höher als bei einem Vermögen von 500.000 Franken. Hast du nun ausländische Immobilien, dann werden diese für deinen Steuersatz hier mit zugrunde gelegt. Das heißt, dein Vermögen von 500.000 Franken in der Schweiz zum Beispiel würde dann nicht mit einem geringeren Steuersatz besteuert werden, sondern mit einem höheren. Das heißt, du zahlst auf dein restliches Vermögen eine höhere Vermögensteuer, musst aber auf das ausländische Immobilienvermögen keine Steuer bezahlen. Mieteinnahmen und Veräußerungserlöse hatte ich ja schon dargelegt. Eine Eigenart in der Schweiz ist der Eigenmietwert, also bei einer selbst genutzten Immobilie. Da musst du die potenziellen Mieteinnahmen, die fiktiven Mieteinnahmen, die du ja nicht hast, weil du die Immobilie selbst nutzt, diese musst du aber als Einkommen in der Schweiz versteuern. Das würde übrigens auch ein Thema sein, wenn du eine selbstgenutzte Immobilie im Ausland hast. Also der Eigenmietwert könnte potenziell eine Rolle spielen. Wir kommen gleich nochmal dazu, wie dieser genau berechnet wird. Also das sind einmal die ausländischen Immobilien. Hier eigentlich gute Nachrichten. In der Schweiz wirken sich diese außer auf die Steuerprogression steuerlich nicht weiter aus. Und da spielt es übrigens keine Rolle, ob nun das Land ein Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz hat oder nicht. In Deutschland kennt man ja durchaus ähnliche Regelungen, was Immobilien anbelangt. Da sind diese Regelungen aber beschränkt auf Immobilien, die sich in Ländern befinden, die ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland haben. Hast du zum Beispiel eine Immobilie in Dubai, dann sind die Mieteinnahmen in Deutschland zu versteuern, ebenso die Veräußerungserlöse. Das ist eben in der Schweiz nicht so. Aber übrigens, zwischen Schweiz und den VAE gibt es ebenfalls ein DBA, aber das nur am Rande. Kommen wir nun zu Schweizer Immobilien. Und hier gibt es ein Stichwort, was du sicherlich schon vielfach gehört hast, nämlich Lex
Collar. Damit soll die Überfremdung letztlich der Schweiz verhindert werden. Ausländer dürfen also grundsätzlich keine Immobilien in der Schweiz erwerben, nur in Ausnahmefällen. Man kennt ja ähnliche Regelungen auch aus Ländern wie zum Beispiel Thailand, den Philippinen und verschiedenen anderen Ländern. Aber in der Schweiz ist das im Grunde genommen auch so, aber es gibt Ausnahmen. Sicherlich hast du schon gehört, dass vielleicht ein Freund, ein Bekannter, ein Familienmitglied eine Ferienwohnung in der Schweiz hat. Das ist möglich. Man kann auch als Ausländer eine Ferienwohnung in der Schweiz kaufen. Allerdings gibt es hier nur eine sehr geringe Anzahl von Wohnungen, die entsprechend als Ferienwohnungen dann an Ausländer verkauft werden können. Wir reden in manchen Kantonen hier von ein paar Dutzend Wohnungen oder noch weniger, die zum Verkauf stehen. Und diese Feriendomizile, also Wohnungen, die zur Nutzung als Feriendomizile klassifiziert sind, sind noch viel teurer als andere Immobilien. Und die Immobilienpreise sind ja ohnehin in der Schweiz schon ziemlich verrückt. Also ja, man kann eine Ferienimmobilie erwerben, aber eben nur unter bestimmten Auflagen. Und dann musst du auch, wenn du diese Immobilie erwerbst, hier einen Antrag stellen bei der Gemeinde, die dann diesen Kauf hier absegnen muss. Ziehst du aber als EU-Bürger in die Schweiz, dann hast du eine B-Bewilligung und dann bist du hier Schweizern gleichgestellt, was den Kauf deiner primär genutzten Wohnimmobilie zumindest anbelangt. Du darfst also dann deine Wohnsitzimmobilie hier überall in der Schweiz erwerben. Hier ist keine spezielle Klassifizierung notwendig. Das gilt aber nur für diese eine Immobilie. Für weitere Immobilien, zum Beispiel Investmentobjekte, zum Beispiel Ferienwohnungen in der Schweiz, gilt dann wieder genau das Gleiche. Da gibt es im Grunde genommen auch keinen Weg raus. Du könntest jetzt nicht eine vermögensverwaltende Gesellschaft in der Schweiz gründen, die Immobilien in der Schweiz hält, wenn du Ausländer bist. Das wäre ebenfalls nicht möglich. Nehmen wir nun einmal an, dass du dir eine wunderbare Wohnsitzimmobilie ausgesucht hast und die nun kaufen möchtest. Dann wirst du relativ schnell feststellen, dass die Finanzierung in der Schweiz ganz anders funktioniert als in Deutschland zum Beispiel. Denn in der Schweiz zahlt man letztlich seine Hypothek niemals ab. Das hast du richtig gehört. Während man in Deutschland ja das Haus abbezahlt, passiert das in der Schweiz nicht. Hier lässt man so rund 65% der Finanzierung stehen. Und warum ist das so? Nun, zum einen mal natürlich die Vermögensteuer. Wir haben ja vorhin gesagt, dass anders als bei ausländischen Immobilien natürlich die Schweizer Vermögensteuer auf Schweizer Immobilien zu bezahlen ist, aber das ist nur dein Nettovermögen. Hast du also nun eine Hypothek auf deinem Haus, eine laufende Finanzierung, da kannst du diese von deinem Vermögen abziehen und du musst dann keine Vermögensteuer auf dieses Haus bezahlen. Wenn man davon ausgeht, dass ein typisches Einfamilienhaus in der Schweiz locker 2-3 Millionen Franken kostet, dann ist das natürlich ein ganz schöner Happen hier für die Vermögensteuer. Da macht es also Sinn, hier eine Hypothek stehen zu lassen, um die Vermögensteuer zu reduzieren. Ein anderer Grund ist diese Sache mit dem Eigenmietwert, die ich vorhin kurz erklärt habe. Also nochmal, gibt es eine selbstgenutzte Immobilie, dann berechnet der Staat hier, welche Miete du theoretisch hier am freien Markt erzielen könntest. Und dieser Betrag wird dir als Einkommen zugerechnet und du musst Steuern darauf bezahlen. Also nehmen wir einmal an, der Staat definiert, dass für deine Wohnung eine Miete von 5.000 Franken im Monat gerechtfertigt wäre, dann würde deinem steuerbaren Einkommen eine fiktive Mieteinnahme in Höhe von 60.000 Franken zugerechnet werden, auf welche du dann Steuern bezahlen musst. Aber auch hier ist es so, dass du deine Finanzierungskosten vom Eigenmietwert abziehen kannst. Also, wir hatten schon gesagt, nehmen wir einmal an, 5.000 Franken im Monat ist dein Eigenmietwert und deine Finanzierung ist ebenfalls 5.000 Franken, dann gibt es hier keinen Eigenmietwert zu versteuern, denn du kannst deine Finanzierungskosten gegenrechnen, sodass dann in vielen Fällen, wenn man sein Haus wie besprochen finanziert, 65% bleiben stehen, kein Eigenmietwert mehr zu versteuern ist oder nur in sehr geringem Umfang. So, nehmen wir jetzt einmal an, du hast diese Immobilie und du möchtest sie nun wieder verkaufen. Was ist beim Verkauf zu beachten? Du weißt vielleicht, dass es in der Schweiz steuerfrei ist, in den meisten Fällen bewegliches Vermögen zu verkaufen. Das heißt Gold, Krypto, Aktien, die sich in deinem Privatbesitz befinden, kannst du üblicherweise steuerfrei verkaufen, wenn du nicht gewerblich tradest zum Beispiel. Das trifft aber nur für bewegliches Vermögen zu, nicht für Immobilien. Bei Immobilien ist immer der Veräußerungserlös
steuerpflichtig. Egal, wie lange du die Immobilie hältst. Eine Spekulationsfrist wie in Deutschland gibt es nicht. Und die Höhe der Steuer wird durch die Haltefrist beeinflusst. Verkaufst du die Immobilie zum Beispiel nach 1 bis 2 Jahren, kannst du davon ausgehen, dass du auf den Ertrag, nicht den gesamten Wert, nicht den gesamten Verkaufspreis, nur auf den Gewinn, den du aus dieser Transaktion erzielst, bis zu 50% Steuern bezahlen musst. Das ist ein Riesenbetrag, 50%. Aber je länger du die Immobilie hältst, desto geringer wird der Steuersatz und der hängt natürlich auch immer vom Kanton ab. Ja, das ist in der Schweiz immer so, Steuern immer ein kantonales Thema und ein Gemeindethema. Das heißt, es mag 50% in dem einen Kanton sein und etwas weniger in einem anderen. Zum Teil sind die Unterschiede auch sehr groß. Aber grundsätzlich, je länger du die Immobilie hältst, desto geringer wird der Steuersatz. Wenn du sie dann einige Jahre gehalten hast, zahlst du möglicherweise dann nur noch 20% Steuer, wieder abhängig vom Kanton. Aber beachte, eine Spekulationsfrist gibt es nicht wie in Deutschland. Du musst diese Steuer bezahlen. Da hilft es jetzt auch nicht, wenn man eine Immobiliengesellschaft gründen würde und einen Share-Deal macht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass das ohnehin nicht geht, wenn du Ausländer bist. Aber mal angenommen, du wärst Schweizer und würdest jetzt hier einen Share-Deal machen. Also das heißt, du verkaufst nicht die Immobilie direkt, sondern die Aktien einer Immobiliengesellschaft, was ja normalerweise steuerfrei ist. Ich hatte ja gesagt, bewegliches Privatvermögen kann normalerweise steuerfrei verkauft werden. Dazu zählen natürlich Anteile an deiner eigenen Firma. Aber wenn es sich um eine Immobiliengesellschaft handelt, dann geht das nicht. So, wenn wir schon vom Verkauf sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die Grunderwerbssteuer sprechen, die dann der Käufer, also natürlich nicht du, bezahlen muss. Die heißt in der Schweiz Handänderungssteuer. Manche Kantone erheben überhaupt keine, zum Beispiel der Kanton Schwyz, zum Beispiel der Kanton Zürich, der ansonsten nicht sehr steuergünstig ist, hat keine Handänderungssteuer. Die meisten anderen Kantone haben aber eine. Ansonsten in den meisten anderen Kantonen liegt sie so zwischen 2 bis 3%, also maximal am unteren Ende dessen, was wir so in der Skala der Grunderwerbsteuer in Deutschland gewöhnt sind. Auch die Notargebühren sind in der Schweiz günstiger. Hier würden wir normalerweise von ungefähr 1% ausgehen an Notargebühren und Grundbuchgebühren. Das ist natürlich weniger als in Deutschland. Das ist vielleicht ein kleines Trostpflaster, weil ja ansonsten doch die Immobilie sehr teuer ist. So, was bleibt uns dann natürlich noch? Die Schenkung und die Erbschaft. Hier gibt es im Bund in der Schweiz keine Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer. Du weißt ja wahrscheinlich, dass in der Schweiz Steuern erhoben werden vom Bund, von den Kantonen und von den Gemeinden. Und es gibt ja einen krassen Unterschied zwischen den Gemeinden, zwischen den Kantonen. Zum Teil zahlst du in manchen Kantonen das Doppelte an Steuern. Also es ist wirklich so viel. Das heißt, die richtige Auswahl des Kantons, wenn man in die Schweiz auswandert, ist natürlich ein Riesenthema. Wir haben dazu auch schon andere Videos gemacht. Und so ist es natürlich auch bei der Erbschaftssteuer und bei der Schenkungssteuer. Manche Kantone haben keine Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer, zum Beispiel Kanton Schwyz, also überhaupt keine. In den meisten anderen Kantonen würde ich sagen, dass Schenkungen und Erbschaften in direkter Linie, das heißt an Kinder zum Beispiel, aber natürlich auch an den Ehepartner, an die Ehepartnerin hier nicht von der Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer belastet werden. Dennoch musst du aber die sogenannte Handänderungssteuer, also letztlich die Grunderwerbsteuer, bezahlen, wenn ihr eine Immobilie in der Schweiz den Besitzer wechselt. So, das war unsere kurze, knappe Zusammenfassung rund um das Thema Immobilien in der Schweiz. Wie du siehst, ein Minenfeld steuerlicher und rechtlicher Natur. Es ist also essentiell, dass du dich hier beraten lässt, dass du gute Anwälte und Steuerberater hast, insbesondere wenn du Ausländer bist, die dich hier unterstützen, da ja doch einiges anders ist als in anderen Ländern, insbesondere als in Deutschland. Wir arbeiten in der Schweiz mit Top-Anwälten und Steuerberatern zusammen, die jetzt, wie gesagt, ja auch bei unserem Seminar gesprochen haben und können dich hier natürlich, wenn wir dich bei deiner Auswanderung betreuen, auch entsprechend durch unser Team beraten. Wenn auch du darüber nachdenkst, in die Schweiz auszuwandern, diese Insel der Seligen inmitten Europas, die nicht in der EU ist und eine super starke Währung hat, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Oder ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du zu einem unserer Seminare kommst, Auswandern in der Schweiz oder auch zu einem unserer anderen Seminare. Alle weiteren Informationen in der Beschreibung zu diesem Video. Ich habe selbst jahrelang in der Schweiz gelebt. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten zu beraten, ins Ausland umzuziehen. Nicht nur die Schweiz, sondern viele andere Länder auch. Sie steuerlich zu optimieren, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.